darf Sie ein letztes Mal in dieser Spielzeit oder in diesem Semester zu den Mosse Lectures begrüßen. Wie stets möchte ich auch heute dem eigentlichen Abendprogramm einige Danksagungen vorausschicken. Unser erster Dank geht an das Volkstheater und an die wunderbare Kooperation, die wir seit diesem Herbst mit ihm aufnehmen durften. Ebenso bedanken wir uns bei der Stadt Wien für ihre finanzielle Unterstützung vor Ort und besonderer Dank geht an unseren Hauptsponsor, die Mosse Foundation. Wir verstehen es als Zeichen Ihres großen Interesses, dass der Direktor des George L. Mosse-Programms für diese Veranstaltung eigens aus den USA angereist ist. Zu diesem Abend herzlich begrüßen möchte ich deshalb Sky Doney. Wie immer sei vorausgeschickt, dass wir den Vortrag und die Diskussion in Bild und Ton dokumentieren werden und Sie uns eventuelle Einsprüche gegen Ihre akustische und visuelle Aufzeichnung gern unmittelbar nach der Veranstaltung mitteilen können. Unsere Vortragsreihe drehte und dreht sich in diesem Herbst und Winter um investigativen Aktivismus und eine neue Spielart des öffentlichen Intellektuellen. Unser Ausgangspunkt war hierbei der etwas trübsinnige Befund, dass die im 19. und 20. Jahrhundert etablierten Massenmedien, das also, was man einst die vierte Gewalt nennen konnte, den politischen und wirtschaftlichen Zuständen oder Dynamiken der Gegenwart nicht gewachsen scheinen. Dem autokratischen oder dem Parteien- und Lobbystaat, den ökonomischen Druck der neuen Informationsmärkte und der Konkurrenz mit der fünften Gewalt, der Social Media, stehen sie offenbar mit einer gewissen Hilf- und Machtlosigkeit gegenüber. Fluchtpunkt der Lectures sollte deshalb die Sondierung dessen sein, was man eine zeitgenössische Gegenmacht des Wissens nennen könnte. Auf dem Parcours unserer bisherigen Vortragstermine hatten wir mit dem Gründer der Rechercheagentur Bellingcat einen bekannten Protagonisten dieses Gegenwissens eingeladen. Elliot Higgins hat von dem aktuellen Phänomen viraler Miss-, Dis- und Malinformation gesprochen, um dem, wie er es nannte, Disordered Discourse in den gegenwärtigen Informationsnetzwerken, die Konturen eines alternativen medialen Ökosystems entgegenzuhalten. Gaby Ivins und Stefanos Levidis von Human Rights Watch und Forensic Architecture haben hingegen direkt aus ihrer Praxis der Open Source Investigation berichtet. Von einer Verschränkung zwischen technischer und Sachexpertise oder zwischen Recherche und Aktivismus, die der herrschenden physischen und strukturellen Gewalt nicht nur Fakten, sondern auch Wissen und das Wissen von der Wissensproduktion entgegensetzt. Authentifizierungs- und Verifikationsverfahren werden hier penibel dokumentiert, Recherchemethoden weitergegeben und erworbenes Wissen wird publiziert und archiviert, um es auf das Forum des Gerichts oder der Öffentlichkeit zu bringen. Irina Scherbakowa wiederum, die Mitbegründerin der russischen NGO Memorial, hat vorgeführt, wie sie in ihrem Aktivismus Öffentlichkeitsarbeit mit Archivarbeit verknüpft und dabei nicht nur gegen das Vergessen kämpft, sondern auch gegen ein gefährliches, weil restaurativ nostalgisches Erinnern. Als Friedensnobelpreisträgerin und damit als Staatsfeindin der heutigen Russischen Föderation, ebenso aber als Historikerin verkörpert sie eine neue Gestalt des Public Intellectual. Denn wie Higgins, Ivins und Levidis geht es ihr um die politische Mobilisierung des Wissens durch unablässige, methodisch präzise und doch erfindungsreiche Arbeit am Diskurs, durch demokratisierte und transparente Wahrheitsproduktion und durch die dauernde Eröffnung einer Gegenöffentlichkeit. Unseren heutigen Redner Josef Vogel vorzustellen ist, wie ich denke, dankbar und undankbar zugleich. Dankbar, weil er viel gelesen, allerorten bekannt und zudem allseits geschätzt ist. Undankbar, weil es eines eigenen Vortrags bedürfte, um die immense Spann- und Reichweite seiner Arbeiten und seines Tuns auch nur in Umrissen vorzustellen. Ich muss und werde mich deshalb auf einige schlaglichtartige Bezüge beschränken. Josef Vogel war von 1998 bis 2006 Professor für die Theorie und Geschichte künstlicher Welten an der Bauhaus-Universität Weimar und daraufhin bis 2023 Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft
und Medien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zudem ist er seit 2007 regulärer Gastprofessor an der Princeton University. Josef Vogel hat an folgenden Institutionen gelehrt und geforscht: an der LMU München, am Maison des Sciences de l'Homme in Paris, an der UC Berkeley, an der IU Bloomington, am IFK Wien und am IKKM Weimar. Unter seinen zahlreichen Auszeichnungen möchte ich nur zwei erwähnen: den Übersetzerpreis zur Förderung deutsch-französischer Beziehungen, den er 1988 erhielt, und den 2022 verliehenen Günther-Anders-Preis für kritisches Denken. Diese beiden Preise kann man als Wegmarken seines Werdegangs verstehen. Denn bereits in den 1980er Jahren hat sich Josef Vogel als Übersetzer und Vermittler von Lyotard, Foucault, Lévi-Strauss, Deleuze und Guattari einen Namen gemacht, ehe er seit den 90er Jahren als Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaftler für den Möglichkeitsspielraum und auch für die Übergängigkeit dieser drei Disziplinen stilprägend geworden ist. Das kündigte sich bereits in seiner Dissertation Ort der Gewalt, Kafkas literarische Ethik von 1990 an, die von nur zunächst philologischer Warte aus einem seiner Lieblingsautoren gewidmet ist. Ohne außerhalb, vom Handeln abgetrennt, heißt es hier, bleibt die Literatur dazu verurteilt, die Welt zu meinen und doch immer nur auf sich selbst, auf ihre Geschichte und Lektüre zu verweisen. Doch diese Rückwendung auf sich selbst motiviert eine Suche nach Konjunktionen und Überschreitungen und dazu, Zitat, sich selbst zu überschreiten, den dünnen Boden der Erzählung zu durchbrechen und eine Begegnung von Wissensformen, Macht, Symbolbildung und moralischen Urteilen anzubahnen. Diese Begegnung hat Josef Vogel fortan im Programm einer Poetologie des Wissens ausformuliert. In einem der wohl meistzitiertesten Texte in der kulturwissenschaftlich orientierten Philologie beschreibt er Wissen als, Zitat, eine diskursive Praxis, deren Objekte sich weder in der Evolution einzelner Disziplinen noch in einer wissenschaftlichen Rationalität überhaupt auflösen lassen. Das Wissen, seine Objekte und Aussageweisen ist, egal ob in wissenschaftlichen Experimenten oder literarischen Texten, in Börsennachrichten oder in politischen Theorien, immer schon abhängig von ästhetischen Vorentscheidungen, von bestimmten Weisen der Narration, der Inszenierung, der Visualisierung oder der Vermittlung. Vogels Wissenspoetik kombiniert eine, wie er sagt, historisch indizierte Analytik der Wahrheit stets mit einer aktualistischen Ontologie der Gegenwart. Und unter eben diesen Vorzeichen stehen dann seine prominenten Studien zur Geschichte, Dynamik und Reichweite des modernen Finanz- und Plattformkapitalismus. In seiner Habilitationsschrift Kalkül und Leidenschaft von 2002 umkreist er unter diesen Vorzeichen nicht nur das Verhältnis von Literatur und Ökonomie. Auch zeichnet er die neuzeitliche Karriere des ökonomischen Menschen nach. Und nicht zuletzt stellt er jene Frage, die ihn fortan beschäftigen wird: Wieso das Ökonomische bis heute zu einer Wissensform geworden ist, die einen privilegierten Status für die Deutung und Darstellung sozialer, kultureller und sogar wissenschaftlicher Formationen reklamiert. Eben diese schwer greifbare, geradezu unheimliche Macht ökonomischer Prozesse wurde das Thema seines, wie man sagen kann, Bestsellers, Das Gespenst des Kapitals von 2010. Die eigentümliche Zeitstruktur des Kreditgelds, die Ununterscheidbarkeit von wirklichen und fiktiven Werten, schließlich die unsichtbaren Hände, die Marktidyllen und Eukodizeen, auf die sich die liberal-ökonomischen Theorien der Moderne berufen, all dies sind Erklärungen dafür, weshalb die politische Ökonomie eine Neigung zur Geisterkunde erkennen lässt. Josef Vogel bezeichnet das titelgebende Gespenst des Kapitals deshalb als, Zitat, Chiffre für jene Kräfte, von denen unsere Gegenwart ihre Gesetze empfängt. Inwiefern das Ökonomische im Stile der Governance und eines allerfassenden Marktgeschehens jenes Politische appropriiert hat, das es eigentlich begrenzen sollte, ist dann das Thema des Souveränitätseffekts von 2015.
Die uns wohlbekannte Verallgemeinerung von Marktfunktionen erkundet dieses Buch genealogisch, indem es den historischen Weg zur Konvertierbarkeit von politischer Souveränität und Kapital vorführt. Was Josef Vogel hier als seniorale Macht bezeichnet, die auf der Integration privater Akteure, geschäftlicher Praktiken und unternehmerischen Operationen basiert und die in Gestalt moderner Zentralbanken ein eigenes postdemokratisches Souveränitätsreservat ausbildet, versteht er als eigentlich wirkliche und wirksame vierte Gewalt. Kapital und Ressentiment von 2021, der dritte Teil von Vogels ökonomischer Trilogie, beschreibt dann, wie diese vierte Gewalt zu ihrer heutigen Gestalt als monetative, wie er es nennt, gekommen ist. Durch eine Informatisierung der Finanzmärkte, die sich mit einer Finanzialisierung oder Ökonomisierung von Informationen, Meinungen und ressentimentalen Regungen kombiniert. Auf Börsenparketten, und das wussten schon Beobachter der frühen Neuzeit, gelten weniger Tatsachen als solche, denn vielmehr Erwartungen von Tatsachen, Erwartenserwartungen und Beobachtungsbeobachtungen. Dort, wo Nachrichten nicht von Meinungen, Hoffnungen oder Spekulationen zu trennen sind, bleibt nur der Markt als letzte Instanz und Bewertungsagentur, die für die Richtigkeit und den Wert bestimmter Annahmen, Informationen oder Überzeugungen bürgt. Börsenkommunikation ist mithin das Muster der heutigen plattformgestützten Allerweltskommunikation. Auf Social Media ausgetauscht werden Informationen und Meinungen, die man formelhaft beschreiben könnte als Wissen minus Nachweis und Rechtfertigung, aber plus Affekt und Ressentiment. Das ist das ein wenig düstere Fazit von Josef Vogels kurzer Theorie der Gegenwart, wie das Buch untertitelt ist. Heiterer, leichter und optimistischer fallen hingegen jene Texte und Gespräche aus, in denen Josef Vogel seine eigene intellektuelle Agenda ausformuliert hat. Beispielsweise bilden seine Antritts- und seine Abschiedsvorlesungen an der Humboldt-Universität zu Berlin so etwas wie Marksteine seines Denk- und Verhaltensprogramms. 2007 hat er mit dem Zaudern eine Art Kontrapunkt zur abendländischen Kultur der Tat skizziert. Unterbricht dieses doch, wie er sagt, Handlungsketten und wirkt als Zäsur. Es potenzialisiert die Aktion, führt in eine Zone der Unbestimmtheit zwischen Ja und Nein und macht damit unscheinbare und übersehene Zusammenhänge und Weltlagen sichtbar. 18 Jahre später hat er in Meteor, Versuch über das Schwebende, eben diese antigraphe Sphäre an den Rändern von Determination und Bestimmtheit untersucht, die sich besonders in bestimmten literarischen Texten manifestiert. An ihr müssen sich eben jene Verfahren einer Unterscheidungskunst bewähren, die Josef Vogel auch in zahlreichen Fernsehgesprächen mit Alexander Kluge durchexerziert hat. Mindestens 56, soweit ich informiert bin. Die Figur des Public Intellectual porträtiert er hier als verdeckten Ermittler oder als Differenzmenschen, als denjenigen, der, Zitat, Wahrnehmungslehren, Unterscheidungskünste zu vervollständigen, dabei nicht urteilend oder subsumierend, sondern praktisch und zugleich fantastisch vorzugehen versucht. Bedingung für seine, Zitat, Kunst der Aus- und Fluchtwege ist jedoch eine Kritik, die sich zuallererst um die Grundlagen der eigenen Intellektualität und um die aktuellen Parameter von Öffentlichkeit kümmert. Genau das, was Josef Vogel mit seinen Büchern und Aufsätzen geleistet hat. Der heutige Vortrag mit dem Titel Epoche des Amok greift zurück auf ein schon länger verfolgtes Interesse und greift womöglich vor auf sein kommendes Buch. Er betrifft ein Wissen, das seitdem von diesem Phänomen berichtet wurde, immer schon unsicher, wandelhaft oder prekär zu nennen war. Und er liefert, wie der Titel verrät, einen Beitrag zur Ontologie unserer Gegenwart. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen, lieber Josef.
Ja, großen Dank, Burkhard Wolf, für die Einführung, die eigentümlicherweise etwas Ordnung in mein Leben gebracht hat, die ich selbst nicht hätte herstellen können. Also großen Dank dafür. Ich muss das, glaube ich, nochmal memorieren und mir merken für zukünftige Auftritte. Ich freue mich sehr über die Einladung hier, ich freue mich auch sehr über die Gastfreundschaft hier am Volkstheater und will versuchen, diese Mosse Lectures in diesem Semester mit großem Vergnügen zu einem schlechten Ende zu bringen. Es gibt einige Anknüpfungspunkte zu diesem Thema, also zu dem Verhältnis von Gegenmacht einerseits und Wissen auf der anderen Seite. Und das betrifft zunächst, glaube ich, und das wird ein Gegenstand meiner Überlegungen sein, einen Zirkel von öffentlicher Aufmerksamkeit und ganz spezifischen Verbrechensformen. Das heißt, es geht dabei um die Produktion von Stereotypen, in denen Verbrechen zu berichten werden, die sich wiederum in Verbrechen übersetzen und formatieren. Und auf der anderen Seite, das wäre ein zweiter Punkt, interessiert mich dabei die Art und Weise, wie bestimmte Verbrechen als Symptome gelesen werden oder genauer, wie sie als Sachverhalte erscheinen, in denen unsere Gesellschaft sich selbst auf eine eigentümliche Weise wiedererkennen und womöglich auch interpretieren. Kurz, die Frage ist, was sagen bestimmte Verbrechenstypen über Ordnungsbegehren, über Machtbegehren unserer Gesellschaften aus? Ich werde Sie um circa 45 Minuten Geduld bitten müssen. Die Sache wurde hundertfach so oder ähnlich erzählt. Nachdem der 25-jährige Charles Whitman in der Nacht vom 1. August 1966 Mutter und Ehefrau ermordet hatte, stellte er die Ausrüstung für eine nächste Aktion zusammen. Darunter, ich zähle auf, Transistorradio, Wasser, Benzinflaschen, Taschenlampe, Kompass, Axt, Deo, Feuerzeug, Jagdmesser, Lebensmittel, Toilettenpapier, Wäscheleine, Klebeband, Feuerzeug, Jagdmesser, wiederum Pistolen, Karabiner und Jagdgewehr. Kurz nach 11 Uhr morgens lud er damit einen gefüllten Militärkoffer in seinen neuen schwarzen Chevrolet, verließ das kleine Einfamilienhaus und fuhr zum Campus der Universität Austin in Texas, in der er als Student im Fach Bauingenieurwesen eingeschrieben war. Mit einer Handkarre transportierte er den Koffer in den 27-stöckigen Universitätsturm, nahm den Aufzug, er schlug die Rezeptionistin an der Aussichtsplattform, er schoss von dort um die Mittagszeit 13 Leute auf dem Universitätsgelände und verletzte weitere 31, bevor er selbst nach einem längeren Schusswechsel mit Polizei, Texas Rangern und bewaffneten Zivilisten tödlich getroffen wurde. Wenn sich dieser Massenmord sogleich als Massenereignis, Massenmedienereignis verbreitete, als Verbrechen des Jahrhunderts, wie es in Time Magazine hieß, ausgerufen wurde und dann in eine Reihe ähnlicher Fälle davor und danach gestellt wurde, so lag das nicht nur daran, dass er in wenigen Augenblicken einen prominenten Schauplatz öffentlicher und ziviler Ordnung in ein Schlachtfeld und das Symbol einer Vorzeigeuniversität zum Monument des Terrors verwandelte. Bitte die nächste Folge, in der ist schon Folie. Vielmehr rückte er damit unmittelbar in das Passepartout jener berüchtigten Akte ein, bei denen sich eine Deutungsnot gegenüber dem, was geschah, um einen Bedeutungsüberschuss verdoppelt, der sich mit dem Geschehen selbst manifestiert. So mussten interessierte Gefahrenwissenschaften wie etwa die Psychiatrie oder die Kriminologie zunächst konzidieren, dass Begründungen brüchig, Kausalketten schwach, Motive unklar und die Bedingungen des kriminellen Akts von einem Hof aus Sinn und Grundlosigkeit umgeben waren. Obwohl Charles Whitman einmal psychiatrische Beratung aufsuchte, die Autopsie des Leichnams einen Gehirntumor ergab und in seinem Abschiedsbrief von gewalttätigen Impulsen, ungewöhnlichen und irrationalen Gedanken und einem, Zitat, mentalen Aufruhr die Rede war, blieb der Übergang von befremdlichen Gefühlen zur sorgsam geplanten Attacke eine unbequeme
Rätselgestalt. Eine medizinische Kommission, die Tatursachen ergründen, Umstände ermitteln und Vorschläge zur Prävention erarbeiten sollte, konnte nur die Unmöglichkeit einer klinischen Diagnose konstatieren. Nichts an der Vorgeschichte Whitmans kündigte die spätere Gewalttat an. So sehr man hier wie in anderen Anschlägen ähnlichen Formats, zur Erinnerung, 2025 gab es in den Vereinigten Staaten 233 School-Shootings mit 148 Opfern, zuletzt an der Brown University Mitte Dezember. Also, so sehr man hier wie in anderen Anschlägen ein breites nosologisches Spektrum aufgeboten hat, so wenig konnten die verschiedenen Titel wie Psychose, Paranoia, dissoziative Störung, Psychopathie, den markanten Bruch zwischen Tat und Person, zwischen einem irrsinnigen Akt und einem mehr oder weniger rationalen Subjekt überbrücken. Die Hoffnung, exorbitante Taten in den düsteren Seelen von Tätern wiederzufinden, ging fehl. Allenfalls fand man Aushilfe bei tautologischen Umschreibungen, die solches Geschehen, ich zitiere, als plötzlichen Massenmord, episodischen Kontrollverlust, periodischen Breakdown oder explosive Störung deklarierten. Charles Whitman, seine Aktionen und seine Varianten blieben ein Albtraum der Psychiatrie. Es verwundert darum nicht, dass man den mysteriösen Gehalt solcher Verbrechen weniger in heimischen als in exotischen Gegenden aufsuchte und dabei zwar keine wirkliche Erklärung, aber ein verlässliches Muster entdecken wollte. So wurde in der besonderen Mischung aus Anschlag, Kommandoaktion und Massenmord sehr bald eine Nähe zu jenem Amok oder Amoklauf erkannt, der westliche Gewalttaten mit orientalischen Gepflogenheiten verknüpfte. Denn Amok ist nicht nur ein indomalaiisches Wort, wie Sie wahrscheinlich wissen, das etwa tödliche Attacke, Wut oder Raserei bedeutet. Vielmehr war der Amoklauf über lange Zeit hinweg eine südostasiatische Angelegenheit. Seit der frühen Neuzeit berichteten europäische Reisende von Amukos, sogenannten Verrückten, die im südlichen Indien, auf dem malaiischen Archipel, auf Java, einer anderen Insel derselben Gruppe, plötzlich zu einer Waffe griffen, in eine Art Blutrausch gerieten, wahllos töteten, selbst dabei umkamen oder ab dem 19. Jahrhundert in einer der psychiatrischen Anstalten endeten. Diese Berichte begannen Anfang des 16. Jahrhunderts, erreichten einen Höhepunkt um 1900 und ebbten dann seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ab, um schließlich wie der Amok selbst fast gänzlich von dort zu verschwinden. Dabei ließ sich über die Jahrhunderte weg eine doppelte Transformation beobachten. In der frühen Neuzeit wurde mit Amok zunächst Kriegstaktiken, ritualisiertes Militärverhalten und selbstmörderische Attacken von einheimischen Elitekriegern kolportiert. Solche Amukos, heißt es etwa in einem Bericht aus dem 16. Jahrhundert, töteten bei ihrem Angriff, ich zitiere, viele Männer, Frauen und Kinder, bevor sie selbst erschlagen wurden. Allmählich und unter dem Diktat europäischer Kolonialherrschaft ist dieser Amok aus seinem kriegerischen Rahmen herausgetreten. Die Aktionen haben sich individualisiert und privatisiert und spätestens im Blick moderner Medizin sind sie zu erratischen Einzeltaten mutiert, bei denen unbestimmtes Brüten oder depressive Verstimmung zu einem plötzlichen Ausbruch und einem ebenso Motiv wie wahllosen Töten führte. Sie sehen hier eine Illustration aus einer der einschlägigen Publikationen aus Ostindien. Dabei gibt es einige Besonderheiten, zum Beispiel auf der rechten Seite diese Gabelstäbe, mit denen man versucht hat, Amokläufer fernzuhalten. Im Grunde ist dieses Bild auch völlig falsch, das müsste umgekehrt laufen, also der Amokläufer verfolgt die Leute. Was dann als kulturgebundenes Syndrom, und das ist damit gemeint, in den psychiatrischen Diskurs des 20. Jahrhunderts einwanderte und sich auf Südostasien bezog,
hat schließlich mit den Expertisen zu Charles Whitman und seinem Amoklauf ein okzidentales, westliches Einsatzgebiet gefunden. Der Amok aus Südostasien kehrt im Madman of the Tower, so wurde er genannt, zurück. Spätestens seit dem Eintrag oder mit dem Eintrag Amok ins Glossar von Gesundheitsorganisationen und Ärzteverbänden wurde das als Gegenwartstyp ratifiziert und bezeichnete nun, ich zitiere, eine Episode spontaner und wahlloser Gewalt und/oder Aggression. Eine, Zitat, willkürlich und anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen und erheblich destruktiven Verhaltens, Zitat Ende. Der Amoklauf ist also von einem kriegerischen Ritual zu einem psychiatrischen Vorfall geworden und hat exotische Exzesse in westliche Wohlstandsgesellschaften transportiert. Hier nur ein Beispiel aus einschlägigen Publikationen. Sie müssen das nicht lesen, während ich rede, oder doch, wie Sie immer Sie wollen. Wenn auch diese fernöstliche Resonanz keinen Zugewinn an Begründung, Verständnis und Sinn für Whitmans Massenworte erbrachte, wurde damit wenigstens ein überdeutliches Schaubild geliefert. In ihm findet nun eine längere historische und geografische Wanderung kriegerischer Attacken ihre aktuelle Gestalt. In Zeiten des eskalierenden Vietnamkriegs, Ende der 60er Jahre, hat Whitmans Amok die Spur ferner und vergangener Kriege ins Herz eines scheinbaren Friedens gelegt. Besonders verstörend oder attraktiv wirkte diese unheimliche Nähe exotischer und kriegerischer Gewalt allerdings deshalb, weil sie sich im Format des Vertrauten und allzu Bekannten präsentierte. Daraus ergab sich ein eigentümliches Porträt. Einerseits konnte man nicht übersehen, dass sich Charles Whitman hinlänglich als Modell eines All-American Boy ausgewiesen hatte. Er ist hier der zweite von rechts. Ganz offensichtlich bewährte er sich als ausgezeichneter Schüler, guter Sohn, Ministrant, dekorierter Boy Scout, erfolgreicher Student, liebenswerter Kollege, großartiger Freund, liebevoller Ehemann, musterhafter Mitbürger, Ex-Marine mit Ausbildung zum Scharfschützen und ehrenhafter Entlassung. Er wurde, wie es hieß, von allen und jedermann, und ich zitiere, als netter, freundlicher, amüsanter, intelligenter, zielstrebiger und insgesamt, ganz wichtig, normaler junger Mann geschätzt. Andererseits aber bestätigte seine Tat die tiefe Beunruhigung von Beratungsstellen und Psychologen, die sich schon seit längerer Zeit auf, ich zitiere, potenziell gefährliche Individuen und solche feindseligen Studenten bezog, welche, wiederum Zitat, die Mittel, üblicherweise Feuerwaffen, dazu haben, ihre Ängste und Wünsche mit tödlicher Effizienz auszuagieren. Zitat Ende. Das amerikanische Durchschnitts- oder Erfolgsgesicht war offenbar mit einem Schatten versehen. Und was man nun als Whitman-Syndrom definierte, genau auch hier angekündigt, rückte einen globally hostile student in den Blick, einen allgemein feindseligen Studenten, in dem sich antisoziale Ideen, Ressentiments gegen Autoritätsfiguren oder schlicht ein Hass gegen alle Leute oder die Welt überhaupt versammelten. Ich berste vor Feindseligkeit, schrieb Whitman einmal in sein Tagebuch, und weiter, ich werde explodieren. So wenig sich also der Whitman-Fall samt seiner Spielarten erklären und deuten ließ, so sehr lieferte er selbst einen eigentümlichen Bild- und Bedeutungsüberschuss. Es wurde nämlich mit dem Whitman-Syndrom vor allem eine Art Normalitätsgefahr konstatiert und somit eine Lage, in der soziale Katastrophen nicht aus Dunkelzonen und Randbereichen, nicht aus Ghettos oder weiß Gott woher, sondern plötzlich und ohne Vorzeichen aus der Mitte der Gesellschaft hervorbrechen, transportiert von unauffälligen Durchschnittsgestalten, die, so schrieb es das Time Magazine,
überall sind, Auto fahren, mit dir zur Kirche gehen und neben dir arbeiten. Gerade das Normale forderte eine Wachsamkeit besonderer Art heraus und ist zu einer Chiffre für Bedrohungen geworden, die im Gewebe von Mittelschichtsmilieu eingelagert sind und sich in Aufstiegsmentalitäten und amerikanischen Träumen artikulieren, wie auch Whitman sie hegte. Ich zitiere aus seinem Tagebuch: Ich habe große Pläne und Träume, bin entschlossen, jedes Morgen, das vor mir liegt, neu zu erobern. Zitat Ende. Damit fügte sich das Whitman-Porträt in Interpretationen, in denen der amerikanische Charakter sich selbst mehr und mehr problematisch geworden war. Es trägt Züge, wie sie der Soziologe David Riesman und seine Kollegen in den 1950er Jahren recht erfolgreich dem außengeleiteten Typus in jüngeren Massen- und Konsumgesellschaften attestieren. Das ist dieses berühmte Buch Die einsame Masse, einer der ersten großen soziologischen Bestseller in den Vereinigten Staaten, übrigens sehr kritisch von Adorno kommentiert. Nach diesen Analysen gehört dieses Exemplar, also der außengeleitete Typus, zur Mittelschicht. Er bewohnt die Vorstädte, exzelliert im Konsum, bemüht sich um soziale Verträglichkeit, ringt um Anerkennung, bangt um Anpassung, reagiert sensibel vor allem auf die Erwartungen und Präferenzen anderer. Konformistische Rücksichten erzeugen dabei Reibungen, diffuse Ängste und eine Selbstverortung, in der das Problem stets die anderen sind. Es überrascht daher nicht, dass man in Whitmans Attacke das Wasserzeichen einer Gesellschaftskrise entziffern wollte, die sich in einem prekären Konglomerat aus sozialer Wachsamkeit, Anpassungsnot, Erfolgsversprechen, Leistungsgeboten, Konformitätszwang und Normalitätsbegehren manifestierte. Aus dieser Perspektive wäre Whitmans mörderische Feindseligkeit dann nur die andere Seite jener Aufmunterungsparolen, die er immer wieder an sich selbst ausgegeben hatte. Ich zitiere aus seinem Tagebuch, das er seit 1963 geführt hat. Also Zitate: Werde erwachsen, benimm dich gegen Vorgesetzte, vergiss nicht deinen Status und deine Position und benimm dich anständig. Kontrolliere deinen Zorn, lächle, das ist ansteckend. Gib Komplimente zurück, kontrolliere deine Leidenschaft. Wenn du besser als der Durchschnitt sein willst, musst du, großgeschrieben, härter als der Durchschnitt arbeiten. Zitat Ende. Hier zeichnete sich also nicht nur ein neuer Typus mit großer Zukunft ab, der sich später in verschiedenen Abwandlungen, in mörderischen Angestellten oder unglücklichen Schülern fortsetzen und seine Verwüstungen in die friedlichen Welten von Bürogebäuden, Einkaufszentren und Klassenzimmern tragen wird. Vielmehr hat sich damit eine bemerkenswerte Wendung vollzogen. Anders als etwa bei Eifersuchtsdramen, Affekttaten, Raub- oder Sexualmorden ist hier der erklärungsbedürftige Fall selbst zum Interpretament verkehrt worden. Aus dem Porträt Whitmans, das all die Kommentare, Expertisen, Beschreibungen und Selbstbeschreibungen hervorgebracht haben, blickt weniger ein verstörter Täter als eine vielsagende Sozialfigur heraus. In ihr konnte man, so scheint es, den Stand und die Verfassung einer amerikanischen Nachkriegsgesellschaft erkennen, in der die zivile Öffentlichkeit von Schlachtlinien, Vorstadtidyllen von Feindseligkeit, Mittelschichtsmilieus von Ressentiments und das Fleisch der Gesellschaft selbst von antisozialen Reflexen durchzogen ist. Im Whitman-Fall hat sich die amerikanische Gegenwartskultur in einer gewissen Weise selbst interpretiert. Er hat diagnostisches Potenzial und damit das Format eines reproduzierbaren kulturellen
Skripts gewonnen. Nicht von ungefähr hat man angesichts der Attacken des letalen Angestellten, auch das ein stehender Begriff, der letale, der tödliche Angestellte, die sich seit den 80er Jahren gegen Arbeitsstätten, Büros und insbesondere Postämter richteten, die Umstände der Reaganomics, also der ökonomischen Deregulierung unter Reagan, in Erinnerung gerufen. Das heißt, Privatisierungen, die Deregulierung der Arbeitswelt, das Downsizing von Unternehmen und die Erosion von Sekuritätsreservaten. Going postal, das heißt auf die Post gehen, ist seitdem zu einem Synonym des Amoklaufs geworden. Hier die Ankündigung eines Dokumentarfilms, der in der BBC ausgestrahlt wurde, genau zu diesem Thema. Also Amoklauf, Going postal, auf die Post gehen. Dass man es in solchen und verwandten Fällen tatsächlich mit Ereignissen zu tun hat, die man, so würde ich das nennen, diagnostische Verbrechen nennen könnte, diagnostische Verbrechen, wird auch von jenen Anschlagsserien belegt, die ausgehend von amerikanischen Highschools und Colleges eine geradezu globale Reichweite erhielten. Abgesehen davon, dass hier Medienereignisse generierten, Taten sich in Berichte und Berichte sich in Taten fortzeugten, lassen sich die verschiedenen Versionen von School-Shootings als Träger von Mustern erkennen, die selbst nach Mustern angelegt sind. Der prominenteste Fall etwa, Sie kennen den mit Sicherheit, der bis heute nachgeahmt, von Fanclubs bis heute gefeiert wird und heftige Resonanzen beispielsweise im Amoklauf von Erfurt 2002 oder München 2016 produzierte, zeichnete sich zunächst dadurch aus, dass er sich als minutiös geplantes Imitationsprogramm vollzog. Denn der Anschlag, bei dem die 17- bzw. 18-jährigen Schüler Dylan Klebold und Eric Harris am 20. April 1999 an der Columbine High School in Littleton, Colorado, 12 Mitschüler, einen Lehrer und dann sich selbst erschossen, wurde nicht nur mit bizarrer Maskerade nach dem Vorbild von militärischen Einsatzkommandos durchgeführt. Hier ein Still aus einer der Überwachungskameras der Schule im Vollzug dieser Morde. Er war auch eine Aktion, mit der die Nachahmung von Modellen zur Nachahmung von Modellen aufrufen sollte. Aus Ego-Shootern wie Doom oder Wolfenstein, aus Filmen wie Matrix, Natural Born Killers, Elm Street oder The Basketball Diaries, aus den Songs von Rockgruppen wie Rammstein oder KMFDM mit dem seltsamen deutschen Titel Kein Mehrheit für die Mitleid, so haben sie das tatsächlich formuliert, also einer der damals wichtigen Industrial Techno-Gruppen. Also aus diesen verschiedenen Quellen wurden Szenarien, Trainingseinheiten, Ablaufprotokolle, Aktionsmuster, vestimentäre Codes und Slogans kopiert. Und der Einsatzplan dieser beiden Jungen sah vor, dass nach dem Eintreffen von Journalisten und Fernsehteams Propangasbomben gezündet werden sollten, die 600 weitere Opfer fordern könnten. Geradezu skrupulös haben die Täter die Resonanzeffekte ihrer Tat vorweggenommen. Und so sehr man im Schattenwurf dieses Verbrechens von Psycho- oder Soziopathie, von Krisen der Familie und der Kinderzimmer, der Schule und der Medien, des Sozialen und der Sozialisation die Rede war, so sehr wurden alle diese diagnostischen Aktivitäten von den beiden Schülern schon im Vorfeld der Tat kolportiert. In den Notizen und in den Tagebuchaufzeichnungen dieser beiden Jungen heißt es etwa, ich zitiere, ich wünschte, ich wäre ein Soziopath, dann hätte ich keine Gewissensbisse. Oder alles ist meine Schuld. Nicht die meiner Eltern, nicht die meiner Brüder, nicht die meiner Freunde, nicht die meiner Lieblingsbands, nicht die der Computerspiele, nicht die der Medien. Die Schuld gehört mir.
Oder manche werden sich fragen, was sie sich gedacht haben. Also das ist es, was ich denke. Ich habe das Ziel, so viel wie möglich zu zerstören. Darum darf ich nicht von meinen Sympathiegefühlen, Mitleid oder Ähnlichem abgelenkt werden. Ich muss meine Gefühle ausschalten. Behaltet das im Kopf. Zitat Ende. Als diagnostisch im engeren Sinn erwiesen sich die 946 Seiten Aufzeichnungen, die die beiden Täter hinterließen. Diese Aufzeichnungen wurden tatsächlich vom Sheriff dieses Countys ins Netz gestellt. Inzwischen sind sie blockiert und man muss sie eigens bestellen, weil offenbar sie wiederum, diese Aufzeichnungen, für Nachahmungstaten verwendet worden sind. Wiederum aus intakten Mittelstandsfamilien stammend und als gute oder durchschnittliche Schüler ausgewiesen, durchmustern sie in ihren Aufzeichnungen ein Spektrum von Krisenbezirken, das von der Erziehung und Schule über Regierungsskandale, hirnlose TV-Shows und die Fragwürdigkeit von Normen und Regeln bis hin zum toxischen Klima der heimischen Mittelschicht-Existenz reicht. Vor diesem Hintergrund versuchten diese Texte eine zunehmende Fokussierung auf die künftige Tat, die sich dann nicht allein in den konkreter werdenden Plänen zur Beschaffung von Ausrüstung und Waffen, zur Datierung und Durchführung des Attentats niederschlug. Sie sehen hier eine Zeichnung, in der tatsächlich die Ausrüstungsgegenstände entworfen werden. Vielmehr wurde all das wiederum von ansteigender Feindseligkeit und wuchernden Feindschaftserklärungen begleitet, deren Adressen sich in konzentrischen Kreisen ausweiteten und gegen Mitschüler, die Bevölkerung von Denver, die USA, die Leute, die Welt und schließlich gegen die Gesellschaft oder Menschheit überhaupt richteten. Ich hasse die Gesellschaft, so heißt es, ich hasse die Leute. Meine Endlösung lautet, die Menschheit töten, niemand soll überleben. Das ist eine Kopie von einer Seite dieser 946 Seiten. Damit postierte sich dieser Schreiber, dieser Schüler, der einmal einen Ausweg darin sah, als Marine im Kosovo-Krieg zu kämpfen, auf die äußerste Stellung des Gesellschaftsfeinds. Namen und Individuen tauchen in den Anschlagsplänen nur als Stellvertreter eines Systems, der Gesellschaft und des Kollektivsingulars auf. Und die Täter inserieren sich damit in einen Kreis, für den eben jener Typus des allgemein feindseligen Schülers oder Studenten ausgemacht wurde. Die Feindseligkeit, die sich hier artikulierte, ist ebenso konkret wie beliebig und total. Und es scheint, als würde damit eine vakante und ausgiebig vorgeprägte Position besetzt, die Position eines Feinds, der Menschheit schlechthin. Gibt es also eine Lesbarkeit dieser Verbrechen diesseits der Personalhermeneutik, so bietet sie nur eine militärische, pseudomilitärische Aktion, eine entfesselte Schlacht und eine letzte, unwiderrufliche Feindschaft gegen das Zivile überhaupt. Wenn man hier bei diesen Taten von Wahnsinn sprechen mag, so liegt er in der verkappten und unmittelbaren Nähe des Kriegs. Darum sind all diese Stereotypen von den Namen der Geschichte durchsetzt und suchen die Verwandtschaft zu den verworfensten aller Gestalten. Der 20. April etwa, hier ist das Datum des Anschlags markiert. Sie sehen, am 21. April sind alle Verabredungen bereits ausgestrichen. Am 20. April, so erinnerte man sich, ist Hitlers Geburtstag. Und die Texte von Harris und Klebold selbst akkumulieren Verweise, die sich unschwer als historische Indizes unterschiedlicher Art und Reichweite platzieren. Verweise auf Charles Manson und diese Manson-Gruppe und den von ihnen begangenen Massenmord, Verweise auf Vietnam und Napalm, auf den Zweiten Weltkrieg und die Nazis,
auf den Anschlag von Oklahoma City 1995 oder die Riots in Los Angeles 1992. Einen besonderen Status, und das ist nicht unwichtig hier, nehmen dabei das Deutsche und die deutsche Sprache ein. I love the German language and the brute stuff, heißt es einmal, Sie können es hier lesen, take over that cool place called Deutschland. Und all das meint nicht nur den schwarzen Kult um Swastika, SS-Runen oder Eisernes Kreuz, Dinge, die immer wieder gezeichnet werden von den beiden, sondern lässt vielmehr erkennen, das wäre meine These, dass das Deutsche hier als Originalsprache von Geschichte überhaupt firmiert. In dieser Sprache, im Deutschen, sind gleichsam alle Grausamkeiten kodiert, die das Rohmaterial der Geschichte darstellen. Und der Mord, der Massenmord, der Genozid und ihre düstere Pharma ergeben das Terrain, auf dem die Attentäter selbst den Platz der äußersten Verworfenheit und Infamie, also den Posten eines politisch Abjekten, reklamieren. Nimmt man diese Texte und Taten im Zusammenhang so, wie sie sich vor ihrer späteren Verarbeitung zu Fällen und Fallgeschichten präsentierten, dann bieten sie einerseits einen diffusen Anblick von Aufruhr, Revolte und Rebellion. Mit demonstrativer Geste hat der eine der Schüler den stolzen Untertitel seiner Lehranstalt, Columbine High School, Home of the Rebels, damit ist die örtliche Footballmannschaft gemeint. Er hat also diesen Namen entwendet und seine Notizen immer wieder mit dem Kürzel Rep signiert. Die nächste Folie, bitte. Sie sehen auch, dass das Deutsche immer wieder eine Rolle spielt. Und ähnlich wie Georges Bataille einmal von der, ich zitiere, rebellischen Anwandlung des Amok gesprochen hatte, oder André Breton, der Surrealist, ich zitiere, die absolute Revolte darin sah, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen. Zitat Ende. Schien es auch den Attentätern von Lyttelton um eine totale Aktion und darum gegangen zu sein, den Wortlaut von Rebellum zu bestätigen, das Rollenangebot anzunehmen und einer rabiaten Wendung zurück in den Krieg, Rebellum, zu folgen. Ich zitiere, "We are going to kickstart a revolution for the dispossessed." Das ist eine längere Passage, in der auch verschiedene Vernichtungsszenarien immer wieder neu durchgespielt werden. Der gewalttätige Akt und seine diskursive Rahmung lassen keinen Zweifel daran, dass es sich hier um die allgemeinsten Manifeste von Revolte und Aufruhr handelte, die selbst die allgemeinsten Manifeste von Revolten herbeizitieren. Andererseits aber kann man in diesem düsteren Programm eine Dynamik erkennen, die sich als politisch gewendeter Todestrieb manifestiert. Die Auslöschung des anderen, des Sozialen, der symbolischen Ordnung galt zugleich einem ungenießbar gewordenen Leben. Es heißt einmal in den Aufzeichnungen, ich hasse mein Leben, und gab die konvergierenden Fluchtlinien von Sterben, Töten und getötet werden mithin den Vernichtungsweg vor. Das ist vielleicht eine jüngste, eine hässliche und womöglich die einzig verbliebene Grimasse der Rebellion. Wenn es stimmt, dass man, wie Michel Foucault einmal bemerkt hat, die Bezirke des Wahnsinns untersuchen muss, um zu verstehen, was eine Gesellschaft unter Gesundheit versteht. Wenn es stimmt, dass man den Bereich der Gesetzlosigkeit analysieren muss, um zu wissen, was Gesetzlichkeit bedeutet. Und wenn es stimmt, dass man Widerstandsformen beobachten muss, um zu erfahren, wie Machtbeziehungen funktionieren, dann gibt gerade die Epoche des modernen Amok
Auskunft darüber, wie sich in aktuellen, das heißt unseren Gesellschaften, das Verhältnis von Ordnungs- oder Machtbegehren einerseits und transgressiven Zumutungen organisiert. Lassen mich dazu ein paar letzte und ich verspreche Ihnen sehr trockene Bemerkungen versuchen. Haben Sie noch etwa 10 Minuten, bitte, Geduld. So lässt sich die flagrante öffentliche Aufmerksamkeit und Dauererregung angesichts solcher Taten wohl dadurch erklären, dass in ihnen Prophylaxen, Präventionsstrategien und Interventionstaktiken versagten. Denn so sehr das kulturelle Skript dieser Anschläge verlangt, dass sie abrupt, unerwartet, ohne besondere Vorzeichen aus Normalmilieus hervorbrechen und sich zudem auf ausgezeichnete Zivilitätszonen beziehen, so sehr werden damit vor allem die Wachsamkeit und das Sicherheitsbegehren moderner Präventionsgesellschaften provoziert. Diese Gesellschaften, also unsere Gesellschaften, die sich auf Strafrechtsreformen des 19. Jahrhunderts zurückdatieren und in den gegenwärtigen Debatten um Risikostrafrecht und allgemeinen Präventionsbedarf vollenden, repräsentieren den jüngsten Stand sozialer Modernisierung und zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass sich in ihnen der Fokus möglicher Sanktionen von wirklichen Vorfällen auf pure Möglichkeiten verschiebt. So hat man nach den Anschlägen in der Columbine High School nicht nur das Tragen von Trenchcoats verboten, das war Teil des Kostüms, und die 10 Gebote schulöffentlich aufgehängt, sondern insbesondere Leitfäden für die, ich zitiere, Prävention von Schulattacken und das Management bedrohlicher Situationen erarbeitet, und zwar in strategischer Kooperation von Secret Service und Erziehungsministerium. Das ist die entsprechende Studie, die angefertigt wurde in dieser Kooperation. In der Kreuzung von Pädagogik und geheimdienstlichen Profiling gelten die Kategorien von Bedrohung und Gefährlichkeit. Sie verlangen eine systematische Ausrichtung vorbeugender Maßnahmen auf unspezifische Täterprofile sowie auf künftige, noch nicht passierte Fälle schädlichen Verhaltens. Der kritische Blick auf potenziell gefährliche Individuen wird von der Sorge geleitet, dass gerade in den Formen des inexpliziten Betragens, also des unauffälligen Betragens, das Potenzial künftiger Attacken heranwächst. Es geht nicht darum, was man tut oder getan hat, sondern zu welchen Taten man einst fähig gewesen sein wird. Damit haben sich die präventionslogischen Koordinaten von Bedrohung und Gefahrenabwehr als ebenso wirksame wie unbestimmte Richtwerte für regierungstechnische Maßnahmen erwiesen. Sie zeichnen sich durch eine innere Maßlosigkeit aus. Aus ihnen wird eine soziale Symptomatologie, eine Symptomenlehre geboren, die den Bezirk des Suspekten und das Erscheinungsfeld von Fear Factors weder sachlich noch systematisch begrenzen kann. Das setzt eine politische Katalyse der Angst in Gang, die mit der Befriedigung von Sicherheitsbedürfnisse erzeugt und zur wechselseitigen Steigerung von Gefahrenwahrnehmung und Schutzverlangen führt. Was immer an ängstlichen Regungen zirkuliert und vernehmbar gemacht wird, bietet sich zur systemförmigen Auswertung an und ergibt eine Hypertrophierung von Präventionsapparaten, die selbst wiederum die Angstbereitschaft erhöhen. Darum muss der Stimulus beliebiger Ängste, man könnte das auch Angstpolitik nennen, also Ängste vor Überfremdung, vor Eindringlingen, schlafenden Terrorzellen, latenter Gewaltbereitschaft überhaupt, da muss also all das weder begründet noch konkretisiert werden. Es gibt vielmehr dem Präventionsregime selbst einen verlässlichen sozialen und politischen Grund. Die Zirkulation von Ängsten wurde
systemrelevant. Sie kennen alle den Satz, wir müssen die Sorgen und Ängste unserer Bürger ernst nehmen. Dabei hat sich diese Angst nicht einfach als objektlos ausgewiesen. Einerseits wird die systemische Angst erhalten und genährt durch all das, was nicht passiert, was sich nicht oder noch nicht konkretisiert. Andererseits tauchen konkrete Objekte und manifeste Taten nicht als Gründe für Angstregungen auf, sondern als mehr oder weniger flottierende Beweise dafür, dass die Angst immer schon gut begründet war. Dieser Kreis aus Gefährlichkeit, Präventionsoptik und Angstökonomie hatte seinen jüngsten und prägnantesten Niederschlag wohl in einem Beispiel aus Ihrem, wahrscheinlich von Ihnen sehr geschätzten Nachbarland, nämlich in einem bayerischen Gesetzentwurf, ich zitiere, zur effektiven Überwachung gefährlicher Personen gefunden. Also ein Gesetzesentwurf, der auch für juristische Laien eine sehr bemerkenswerte Lektüre darstellt. Denn hier wurde, ich zitiere, die nationale wie internationale Gefährdung durch verschiedene Formen des Terrorismus und Extremismus zum Anlass genommen, die Gegenstände der Gefährlichkeit neu zu definieren. Für mich ist das ein Beispiel für sehr viele andere, auch in anderen Weltgegenden, wenn man so will. Einerseits richten sich mögliche Gefahren potenzieller Gefährder nun auf alle möglichen Rechtsgüter, die von Leib und Leben über öffentliche Ordnung und Sicherheit bis zur sexuellen Selbstbestimmung und Eigentum reichen und insgesamt, ich zitiere, alle Sachen von bedeutendem Wert umfassen, deren Erhalt im öffentlichen Interesse geboten erscheint. Andererseits gelten Präventivmaßnahmen von der elektronischen Fußfessel bis zu einem entfristeten Präventivgewahrsam, auch dann, wiederum Zitat, wenn sich noch keine konkreten Straftaten, einschließlich strafbarer Vortaten gesichert, nachweisen lassen. Die Sanktionen bleiben nicht, wiederum Zitat, auf das tradierte Modell der Abwehr konkreter, unmittelbar bevorstehender oder gegenwärtiger Gefahren beschränkt, vielmehr werden die Grenzen weitergezogen, die Anforderungen an den Kausalverlauf reduziert und ein konkretes Geschehen, so heißt es wörtlich, muss noch nicht erkennbar sein. Und das bedeutet, die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen, wenn es Hinweise darauf gibt, dass einmal, ich zitiere, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsteht, also eigentlich erst entstehen wird. Das ist ein Ausschnitt aus diesem Gesetzesentwurf. Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass das Bestehen einer Gefahr einem möglichen Entstehen künftiger Gefahren gewichen ist. Auch wenn dieser Gesetzesentwurf, den ich wie gesagt hier als Exemplar begreife, nach heftigen Protesten schließlich mit leichten Veränderungen ratifiziert wurde, bleibt auch hier die entscheidende Klausel erhalten. Der Aspekt der Gefährlichkeit, und das ist der entscheidende Punkt hier, hat sich von konkreten zu drohenden Gefahren verschoben. Das Gefahrenmoment ist in die zweite Potenz gerückt. Die Grauzone zwischen konkreten und drohenden Gefahren lässt es offen, ob schon bestehende oder erst noch entstehende Gefahren den Anlass zur Sanktion bringen werden. Und hier jetzt nun tatsächlich ein Ausschnitt aus dem tatsächlich dann verabschiedeten Gesetz. Vielleicht lassen sich von hier aus zwei Schlussfolgerungen ziehen. So haben erstens das Präventionsregime, die Systemangst und die Kategorie der Gefährlichkeit das Profil des Gesellschaftsfeinds neu definiert. In präventiver Optik werden die Unterscheidungen von Schuld und Unschuld ebenso wie die humanistischen Posten von Vorsatz, Zurechnung, Verantwortlichkeit durch eine Skala des Gefährlichen ersetzt, die sich auf die Intensität von Bedrohungen sozialer und politischer Sicherheitslagen bezieht. Damit rücken einerseits jene mäßig sozialisierten Exemplare in den Blick, die sich durch eine mindere
Loyalität gegenüber basalen Bedingungen von Gesellschaftlichkeit und den Normen sozialer Verträglichkeit auszeichnen. Hier greift der jüngere Sammelbegriff der Soziopathie, ein sehr breiter Begriff, der, glaube ich, alle Formen dieser Gefährlichkeit umfasst. Andererseits wurde ein unscharfer Bereich erzeugt, der die möglichen Taten gefährlicher Individuen in gleitenden Übergängen zwischen Verbrechen, Wahnsinnsaktion und Attentat lokalisiert. Gerade diese schillernde Mehrfachbelegung macht ja die Gestalt sogenannter Amoktaten bis heute ebenso problematisch wie signifikant. Verirrte Schüler, blitzkonvertierte Messerstecher, sinistre Migranten oder Terrorverdächtige kommen nun aus demselben Aufenthalt in der Latenz und finden ihren gemeinsamen Nenner darin, dass sich in ihnen mehr oder weniger große Bedrohungen des Sozialen, eben Gesellschaftsfeindschaft, regt. So wenig dabei die Unterscheidung von innerer und äußerer Feindschaft noch einen Sinn macht, so sehr wurde im Zeichen des allgemeinen Alarmismus der Terror selbst zu einer zerfließenden Kategorie. Wir können in eine Folie weitergehen, denn hier soll der Schluss markiert werden. Zweitens, und ich komme tatsächlich auch langsam zum Schluss, hat sich im Zeichen von Präventionsgesellschaften, Gefahrenmanagement und Angstkommunikation der Gesellschaftsvertrag neu konstelliert. Er hat sich zu Sicherheitsverträgen verschoben, die auf einer Art Emissionshandel mit Angstderivaten beruhen und zur punktuellen Abgabe von Rechten, Recht auf Datenschutz, Fernmeldegeheimnis, Unverletzlichkeit der Wohnung etc., im Tausch mit Sicherheitsversprechen aufgerufen. Das prägt die politische Dimension von Wachsamkeit, Prävention und Systemangst. Hier wird die Angstbesetzung von Unsicherheitslagen in die Angstpolitik von Gefahrenabwehr konvertiert, Angstbereitschaft also in das Verlangen, besser, sicherer, fürsorglicher regiert zu werden. Man könnte vom phobogenetischen Charakter bestimmter Machtformen sprechen. Wenn es sich dabei aber tatsächlich um eine Ausweitung von Angstzonen handelt, die sich mit einem Rückzug von Rechtsgarantien deckt, das Recht reicht eben nicht hin, Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen, dann muss man wohl daran erinnern, dass der Einzug und die Wirksamkeit der Angst in den Binnenraum politischer Macht stets mit der Sache der Tyrannis verbunden war. Hannah Arendt hatte das einst konstatiert und die Zirkulation von Angst und Furcht als das Prinzip und die Grundtatsache der Tyrannei namhaft gemacht. Dabei geht es allerdings nicht darum, einen neuen Despoten und die gespenstische Wiederkehr des Totalitären zu beschwören. Wenn Angst und Furcht nach Arendt tatsächlich ein antipolitisches Prinzip innerhalb des politischen Bereichs darstellen, so liegt das daran, dass sich in ihnen Ohnmachtserfahrungen mit Herrschaftsbegehren verbünden und den Charakter des politischen Handelns als Handeln in Gemeinschaft unterminieren. Furcht und Angst generieren, ich zitiere Arendt, einen Willen zur Ohnmacht, das heißt einen Willen zu herrschen oder Willen beherrscht zu werden. Die Ausweitung von Angstzonen fällt mit dem Wuchern polizeilicher Schutzkompetenzen zusammen. Das wäre die tyrannische Selbstaufgabe demokratischer Politik. Was man seit geraumer Zeit Amoklauf nennt und einen Bogen spannt, der wenigstens von Charles Whitmans Attacke bis zum gegenwärtigen School-Shooting reicht, lässt sich also nicht bloß auf erratische Aktionen unglücklicher, verwirrter oder infamer Individuen beziehen. Ihre Taten gewinnen vielmehr dort Konjunktur, wo sie Reizschutz und Präventionswälle durchbrechen, Wachsamkeiten typieren, Alarmbereitschaft hintergehen und Frühwarnsysteme in Erregung versetzen. Sie gewinnen typologische Gestalt und Sichtbarkeit unter
den Bedingungen des jüngsten Präventionsregimes. Und das heißt, und damit schließe ich wirklich, jedes Machtgefüge, jedes moderne Machtgefüge enthält diejenigen Feinde, die es selbst programmiert. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. So, ganz herzlichen Dank, lieber Josef, für den schönen Vortrag. Ich schlage vor, wenn es dir recht ist, dass ich vielleicht 2, 3 Fragen formuliere, ehe wir das Ganze öffnen. Für die Diskussion vielleicht als erste Frage sozusagen noch mal eine Anbindung an unser Reihenthema. Der Amok, soweit ich die verstehe, verlangt ja so etwas wie ausgehend von diesem Hiatus zwischen Person und Tat oder Mangel an Kausalität, Deutungsarbeit sozusagen der öffentlichen Informationsproduzenten, eine Entzifferung des Unentzifferbaren, Kampf um Diagnose. Und hier könnte man ja sagen, ist ein erster Kreuzweg. Liefert man damit so etwas wie einen Beitrag zu einer Versicherheitlichung, den du beschrieben hast am Schluss, mit dem Fall in Bayern oder Feindschaftserklärung? Oder kann man eben Amok zu so etwas wie einer Sache des Wissens machen? Du sprichst ja auch mal von Gefahrensinn, Wahrnehmungslehren, Unterscheidungskünsten oder auch ein ethnologisches Wissen, das du hier in diese Diskussion mit einspeist. Also hier sehe ich gewissermaßen den direkten Anschluss an unser Reihenthema. Und hier wäre natürlich eine erste Frage, die mich interessieren würde: Wo situierst du hier so etwas wie diverse Aggregatzustände von Autorschaft? Also die Attentäter selbst, hast du gezeigt, sind Autoren ihrer eigenen Tat. Dann natürlich die öffentlichen Beobachter. Dann gibt es natürlich auch literarische Autoren, die das Ganze aufnehmen. Das würde mich interessieren, sozusagen hier diese Reihenbildung von Autorschaft oder natürlich auch das Einklinken in die Lektüren, von denen du gesprochen hast. Also wenn du sagst, ich werde explodieren, dann klingt das natürlich ein bisschen stark nach Nietzsche, der auch mal gesagt hat, Attentate sind besser als schleichende Verdrießlichkeiten. Sozusagen ein Gewährsmann für den Attentäter. Also wie kann man vielleicht hier diese Autorschaftskonstellation nochmal beschreiben, die dich ja auch interessiert, soweit ich dich verstehe? Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass es zunächst mal mit einem persönlichen Defizit zusammenhängt, dass es mir schwerfällt, tatsächlich mich in Täterpsychen einzufühlen. Und da das sehr viele Leute tun, mit mehr oder weniger großem Erfolg, habe ich mir das Privileg herausgenommen, das eben nicht zu tun und die Sache anders zu lesen. Und dabei gibt es vielleicht ein paar sehr allgemeine Rahmenbedingungen für diese Perspektive. Eine erste, auch sehr triviale, besteht schlichtweg darin, dass Verbrechen eine Geschichte haben und Verbrechen eine bestimmte Konjunktur haben und diese Konjunkturen wiederum unmittelbar mit bestimmten Gesellschaftsformationen zu tun haben. Also man kann beispielsweise an die Konjunktur von Sexualstraftätern in der Weimarer Republik denken. Das ist die Hochzeit, in der auch beispielsweise Trieblehren zur Interpretation von Gesellschaft eine große Rolle spielten, beispielsweise. Das dient heute kaum mehr zur Interpretation der gegenwärtigen Lage. Das wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, der mich interessiert und längere Zeit schon interessiert hat, ist ein enges Verhältnis von kapitalistisch-liberalistischen Gesellschaften auf der einen Seite und einer Ökonomie des Ressentiments auf der anderen Seite. Dadurch ist die These bereits mitgeliefert, dass Feindschaftslinien, das heißt, wenn man so will, eine allgemeine Abneigung aller gegen alle, wenn man so will, gleichmäßig verteilter Hass, so eine Art neues Gemeinschaftsgefühl geworden ist. Und das bietet auch den Hintergrund für diese Analysen. Und der dritte Punkt tatsächlich besteht in einer offenen Frage der Kausalität. Und die offene Frage der Kausalität lässt sich schlichtweg so formulieren: Wie hängt die Wahrnehmung von Taten mit der Produktion eben dieser Taten zusammen? Da würde ich keinen Schluss ziehen und auch wenn man so will, keine Lösung finden, sondern zunächst mal nur beobachten, dass unsere gegenwärtigen Gesellschaften sehr elementar damit beschäftigt sind, den Gefahrensinn
zu differenzieren, den Gefahrensinn auszubreiten und tatsächlich daraus eine neue Form der Selbstbeschreibung zu machen. Die These ist, ich kann das nur wiederholen, dass eine Gesellschaftsformation dieser Art natürlich genau durch die von mir geschilderten Verbrechen in einer besonderen Weise erregt werden. Deswegen vielleicht letzter Punkt dieser Antwort. Es geht mir nicht um Autorschaft, sondern bestenfalls um eine verteilte oder delegierte Autorschaft. Vielleicht eine Frage im doppelten Sinne vom Rand deines Vortrags her. Du sprichst ja von einer Unheimlichkeit des Amok, weil er gewissermaßen aus dem Innern der Gesellschaft kommt, eine Normalitätsgefahr, die durch den Durchschnittsmenschen Seite ausgeht oder von einem Risikostrafrecht, das sich daraus herleitet. Wie ist es aber, was wir jetzt auch in den letzten Jahren natürlich gerade in Deutschland erlebt haben, wenn sich das Ganze nochmal verknüpft mit einer Gestalt des Fremden, des Migranten, des Flüchtenden? Kommt er wirklich aus demselben Aufenthalt, aus der Latenz, wie du es nennst, weil er ja gewissermaßen aus einem Außen, das gebannt ist, das schwer überwacht ist, sozusagen immer schon als potenzieller Feind der Gesellschaft hier eingelassen wird? Also macht das irgendwie, bringt das deiner Rekonstruktion sozusagen eine neuere Dimension, diese Migrationsgeschichte? Weil das wäre sozusagen die Gegenfigur nochmal zu Whitman oder diesen prototypischen Amokläufer. Ja, also in dem Punkt hast du mich tatsächlich ertappt, dass ich mit einer gewissen Lust eine Entdifferenzierung vorgeschlagen habe. Vielleicht kann ich aber eine Sache zunächst mal vorausschicken. Das, was landläufig unter Amok figuriert, hat bestimmte Merkmale, die einigermaßen uniform sind. Das heißt also, die Schauplätze dieser Taten sind nicht soziale Dunkelzonen, das sind nicht Ghettos etc., sondern das sind meistens, oder ich würde sagen in fast allen Fällen, Ortschaften und Schauplätze einer ausgestellten zivilen Ordnung. Das heißt Schulen, Universitäten, Supermärkte, sehr häufig auch Parkplätze von Supermärkten, natürlich wie in Deutschland Karneval oder Weihnachtsmärkte etc. Das heißt also, man kann einen Zusammenhang zwischen einer demonstrativ ausgestellten zivilen Ordnung und, wenn man so will, der Erzeugung eines Schlachtfelds dabei beobachten, welche Waffe auch benutzt wird. Der Migrant, glaube ich, den ich erwähnt habe, kommt aus einer bestimmten politischen Perspektive ins Spiel, wo eine gewisse Neigung darin besteht, Amoktaten dieser Art sogleich mit bestimmten Gefährdungen durch Asylbewerber etc. in Verbindung zu bringen. Diese Fälle gab es bis heute. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass der Amoklauf selbst ja diese eigentümliche Dynamik besitzt, als Importphänomen zu erscheinen. Das heißt also als etwas, was aus exotischen Gesellschaften in die gegenwärtigen Zivilgesellschaften importiert wurde. Das heißt also, die Neigung, einen Fremdkörper zu identifizieren, für den womöglich dann auch die Nähe zum Migranten stehen könnte, liegt gewissermaßen bereits in der Geschichte dieser Sachverhalte. Vielleicht letzte Frage noch zur, wie du es nennen würdest, Figurenlehre des Amoks. Ich glaube, in der traditionellen Amok-Forschung wird ja schon stark unterschieden zwischen so etwas wie gruppengebundenem Amok. Das heißt, die Amokus waren ja so etwas wie eine Elitegruppe von Kämpfern. Oder vielleicht auch die Attentäter von Columbine treten ja sozusagen mindestens im Duo auf. Und dem individuellen Amok. Vielleicht könnte man sagen, wenn ich dich recht verstehe, dass hier in diesem Geschehen, das schlechthin Apersonal vielleicht zu nennen ist, oder Polypersonal, diese Unterscheidung eigentlich irrelevant wird, weil Amokläufer ja gewissermaßen wie die Masse, wie eine statistische Entität reagieren, weil sie ja selbst in so ein umgreifendes Imitationsprogramm eingespeist sind. Oder dass man sagen könnte, mit einem Amok sind immer wieder serielle Agenten gewissermaßen am Werk, wie du es beschrieben hast. Also ich würde natürlich sofort auch zur Vorsicht aufrufen und das heißt, es lohnt sich natürlich, Einzelfälle genau anzusehen und zu differenzieren. Es lässt sich nicht alles auf denselben Nenner bringen. Das muss ich vorausschicken und das sind genau die Dinge, für die sich Kriminologen, Psychiater etc. Interessieren, also Täterprofile zu erstellen.
Ich möchte aber einen Punkt hinweisen und damit werden viele Fälle wiederum sehr vergleichbar, dass es keinen Grund gibt von einer persönlichen Krise, sei es Mobbing, sei es eine psychische Krise etc., zu diesen Taten und das heißt zu der Entscheidung zum Massenmord zu kommen. Also dieser Übersprung ist, ich würde sagen, psychologisch oder personalhermeneutisch irrsinnig schwer zu erklären. Und genau diese Lücke, diese Motivationslücke hat mich interessiert, weil sie tatsächlich der blinde Fleck ist, in der unsere Gesellschaften starren, um sich selbst genau darin wiederzuerkennen. Das heißt also, ich kann das nur noch mal wiederholen, mich interessiert der sonderbare Fall, dass anders als alle anderen Verbrechen diese Taten tatsächlich, wenn man so will, eine soziale Grimasse zeigen, in denen sich unsere Gesellschaften und ihre Interpreten in irgendeiner Weise, ich weiß nicht in welcher Heimsuchung, wiederzuerkennen versuchen. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, öffnen wir Diskussion für das Publikum. Gibt es denn erste Fragen? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte nur nachhaken bezüglich des Zeitraums nach dem Abebben des orientalischen Amoks, wie Sie es dargelegt haben, und dem Beginn mit Whitman, also genau diesem Zeitraum, ob es da auch vergleichbare Fälle gibt. Gibt es Amokfälle? Ich habe so assoziativ an die Gewaltdarstellungen in präfaschistischer Literatur von Develeit oder so denken müssen, wo es auch so Gewaltorgien gibt. Also kann man da Verbindungen ziehen? Gibt es diskursive Verbindungen oder ist das ganz was anderes? Also ich würde das tatsächlich unterscheiden. Also in Deutschland, aber ohne jetzt weitere in historische Details eingehen zu wollen, aber nur nebenbei gesagt, gibt es einen berühmten Fall, der in Köln in den 50er Jahren passierte, wo sich ein ehemaliger Polizist in eine seltsame Weise kostümiert hat, sich mit einem Flammenwerfer und einer Lanze ausgestattet hat und einen Kindergarten, also etliche Kinder und auch Kindergärtnerin ermordet hatte. Das wird eigentlich in Deutschland in den 50er Jahren als Einsatz genannt. Wichtig ist aber, und das wollte ich jetzt mit diesen sehr herausgehobenen Beispielen wie Charles Whitman und Columbine High School benennen, dass hier, und Burkhard Wolf hatte das erwähnt, universale Feindschaftserklärungen damit verbunden sind. Das heißt also, eine Art Selbstermächtigung zu einem Posten der Infamie. Also man wird selbst zu einer infamen Figur, die man auch in irgendeiner Weise beansprucht zu sein. Und die Feindschaftserklärungen gewissermaßen expansiven Charakter haben und beliebig werden bis hin zum Feind der Menschheit schlechthin. Ich glaube, das unterscheidet es von dem, was Teveleit etwa in den Männerfantasien zu Nazi-Verbrechen gezeigt hat. Und ich möchte noch mal daran erinnern, also dass ein Großteil dieser Taten, oder ich würde sagen, fast alle dieser Taten aus Mittelschichtsmilieus heraus geboren sind. In den Vereinigten Staaten tatsächlich aus den Gegenden der Suburbs, aus den Gegenden einer mehr oder weniger pazifierten Mittelklasse heraus, mit entsprechenden auch ökonomischen Ausstattungen etc. Also das scheint das Besondere zu sein und macht wohl den Unterschied aus gegenüber dem, was Sie adressierten. Gibt es denn weitere Fragen? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich interessiere mich für den Bildstatus des Amoks und im Besonderen für die tolle Illustration. Den Bildstatus des Amoks und im Besonderen für die Illustration vom Anfang. Mir schien besonders auffällig, dass da sowohl der Amoklauf als auch irgendwie die Masse zusammen im Bild erscheinen, während es danach ja fast so aussieht, als müsste man die Amokläufer absondern. Also wir haben ganz viele Einzelbilder gesehen, ne? Also obwohl die eigentlich aus einer Masse herauskommen und auch
in der Masse ja ihre Taten irgendwie vollbringen müssen, sind die auf den Bildern vereinzelt, als wären es wirklich so ganz seltsame Einzelindividuen, die aber ja ohne die Masse gar nicht funktionieren können. Und das erscheint mir heute ja nochmal gesteigert. Alle Echo-Effekte spielen dabei eine Rolle, die in Netzstrukturen heute im Digitalen ja nochmal anders potenziert werden können. Alle Imitationen haben ja so Reflexionseffekte auch in den Massenmedien und in den Massenbildern. Kann es sein, dass es diese Art Umschwung gibt, dass je mehr Masseneffekt eigentlich produziert werden kann medial, desto deutlicher muss im Bild markiert werden, es sind doch Einzelne, sodass wir unsere eigenen Grimassen in der Masse nicht mehr so gut erkennen können? Also schwer zu sagen. Vielleicht kann man Ihre Bemerkung um zwei Aspekte ergänzen. Den einen Aspekt habe ich anzudeuten versucht mit dem Buch von Mark Riesman, Die einsame Masse. Und das bezieht sich nun auch auf eine, wenn man so will, mediale Lage, also letztlich der Fernsehgesellschaft der Vereinigten Staaten seit den 50er Jahren. Und damit sind tatsächlich Konformitätstypen gemeint. Also das heißt, wie Sie es erwähnt haben, also wenn man so will, soziale Serientypen, soziale Stereotypen, die aber in vereinzelten Konstellationen auftreten. Also die einsame Masse ist kein Kinopublikum, sondern es ist ein Fernsehpublikum beispielsweise, auch von Riesman. Und ich habe das deswegen zitiert, weil dieses Buch eben einer der ersten großen soziologischen Bestseller gewesen ist und offenbar auch als vehemente und triftige Interpretation der Vereinigten Staaten verstanden wurde. Das machte den Erfolg dieses Buchs aus. Das wäre die eine Seite. Das heißt also, die Erzeugung von Konformismen von Individuen, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben, aber trotzdem, wenn man so will, in Serie existieren. Es gibt einen Film zu genau diesem Whitman-Fall, der von Peter Bogdanovich gedreht wurde, der heißt Target. Und da wird diese Konstellation auf eine sehr interessante Weise dargestellt, indem auf der einen Seite ein alter Horrorschauspieler, nämlich Boris Karloff, der einstmals Frankensteins Monster gespielt hat, die alte Form des Horrors darstellt, während der bürgerliche Durchschnittstyp, der nicht unterscheidbar ist, also der in Serie existiert, die neue Form des nicht erkennbaren Horrors darstellt. Also dieser Film macht gewissermaßen, und das ist ja auch ein Teil Ihrer Frage aus, eine Bildgeschichte des Horrors kenntlich. Und die andere Seite meiner Antwort besteht darin, auch da kann ich mich nur wiederholen, dass spätestens seit diesem sehr prominenten Fall in Columbine High School tatsächlich diese Stereotypen im Netz kursieren und bis hin zum vestimentären Code zu Nachahmungstaten geführt haben. Das war in Erfurt der Fall, das war in München beispielsweise der Fall. Und die Fanclubs, die sich um diesen Fall bis heute organisieren, zelebrieren auch das und nehmen gewissermaßen auch die Hitliste dieser Jungs, einschließlich der Filme, einschließlich der Bands etc., als Reproduktionsprogramm auf. Das war der Versuch, auf Ihre Bemerkung zu reagieren. Hier war, glaube ich, eine Frage. Ja, also mich hätte es sehr interessiert, und zwar, Sie haben jetzt sehr viel über den Amokläufer vor allen Dingen gesprochen. Mich hätte sehr interessiert, ob Sie auch eine Unterscheidung im Typus zum Attentäter machen würden. Also, weil ja oft in den Zeitungen oder Medien wird ja beispielsweise oft dieser Begriff sehr vermischt, dass man spricht von einem Amok-Attentäter oder Attentäter-Amoklauf, und während das eine ja eigentlich immer etwas politisch gefärbt ist, das andere ja eher sehr neutral immer auf eben diese Schulscootings zurückgeführt wird. Da wollte ich Sie fragen, wie Sie das unterscheiden würden. Ja, natürlich. Also die Entscheidung ist sehr klar. Also ein Attentat lässt sich
definieren. Ein Attentäter lässt sich definieren und definiert sich meist auch selbst. Worauf ich hinweisen wollte, und das machte für mich dieses eigentümliche Label des Amoklaufs so interessant, dass bei diesen Taten offenbar eine Ununterscheidbarkeitszone auftaucht. Es wird immer gerätselt, denken Sie auch an die letzten Fälle, beispielsweise Anschlag in Magdeburg am Weihnachtsmarkt, dass hier sofort die Frage auftaucht, war es ein Attentat, war es eine Wahnsinnstat oder war es ein vereinzelter Irrläufer? Ja? Also diese Ununterscheidbarkeitszone war für mich interessant und zeichnet das Ganze aus und markiert eben, wenn man so will, das besondere Erregungspotenzial dieses Präventionsregimes, von dem ich ausgehe. Aber Sie haben völlig recht, Attentate sind Attentate, definieren sich so, wie sich die Attentäter selbst definieren. Diesen Unterschied würde ich festhalten. Mir wäre jetzt noch die Frage offen geblieben, wenn Sie Amok als Charakterisierung von Feindschaftserklärung sehen, inwiefern Sie dann auch von einem staatlichen oder gar gesellschaftlichen Amok sprechen würden, wenn sich eben Staaten oder Gesellschaften gegen eventuell gewisse Minderheiten oder Ähnliches stellen. Also ich weiß, dass ich durch das, was ich gesagt habe, selbst die Versuchung ausgelöst habe, die Deutungskreise immer weiter auszudehnen. Vielleicht muss ich dem in einer gewissen Weise, also mich selbst korrigieren. Aber lassen Sie mich vorsichtig sagen. Ich hatte eine Definition des Wahnsinns in Zusammenhang mit diesen Amoktaten versucht, dass der Wahnsinn dieser Taten in der unmittelbaren Nähe des Kriegs läge. Also des Kriegs mitten in der zivilen Ordnung. Und wenn ich selbst darüber nachdenke, was mich dabei interessiert, ist eine Geschichte unserer Gesellschaften, und ich habe das schon angedeutet, also liberaler, kapitalistisch organisierter Gesellschaften, unter der Bedingung einer Produktion von systematischer Asozialität. Man könnte das zum Teil auch Ressentiment nennen. Also ich habe versucht, in dem auch von dir erwähnten Buch über Kapital und Ressentiment zu zeigen, inwieweit eine Analyse, die beispielsweise von Nietzsche stammt, das Ressentiment betreffend, eine notwendige Begleiterscheinung genau dieser modernen, liberal-kapitalistischen Gesellschaften darstellt. Und insofern, glaube ich, gibt es innerhalb dieser Gesellschaften eine eigentümliche und ich würde sagen, nicht explizite Kultivierung von Feindschaftserklärungen. Ich würde ganz gern, um irgendwie intellektuelle Rückendeckung für das zu bekommen, Robert Musil zitieren, der nun tatsächlich in der Analyse der Vorkriegszeit, also in der Analyse des Jahres 1913, genau das Ressentiment oder das, was er die Abneigung aller gegen alle genannt hat, zu einem wesentlichen analytischen Programm gemacht hat. Musil schreibt wörtlich, in dieser Zeit ist die Abneigung aller gegen alle zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl geworden. Und ich würde gerne in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass diese Analysen gerade für unsere Gegenwart, das heißt eine Vorkriegszeit oder vielleicht schon Kriegszeit, unmittelbar treffend sind. Also in dieses Passepartout würde ich das, was mich daran interessiert, einordnen. Das heißt also, wie viel inexplizite, uneingestandene Feindschaftsprofile gewissermaßen eine politische Ressource darstellen, die dann auch von diesen oder jenen politischen Interessensgruppen genutzt werden kann. Gut, wir hatten Zeit noch für eine letzte Frage. Sabine Zelger. Ja, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Ich hätte eine Frage zur Rolle des Intellektuellen, der Intellektuellen sozusagen in diesem ganzen Kontext, auch im Zusammenhang der Versicherheitlichungsstrategie dieser Bedrohungen, die auch so hergestellt werden und verstärkt werden in Institutionen. Es geht darum, sozusagen diese Zusammenhänge aufzudecken, auch in diesen Vorkriegszeiten, von denen Sie jetzt gesprochen haben, oder was
Was würden Sie hier noch deponieren wollen in diesen Zusammenhängen, in diesen aufgehitzten Zeiten, die Sie so schön auch über diese historischen Kontexte auch hergeleitet haben? Ich weiß nicht, ob Ihre Frage dadurch beantwortet werden könnte, dass ich den Begriff des Intellektuellen selbst noch einmal gebrauche. Ich glaube eher, dass es, lassen Sie mich es möglichst einfach sagen, ich glaube, dass es sinnvoll ist, in Zeiten zugespitzter Konfliktlagen, und wir können, glaube ich, die Gegenwart durchaus vorsichtig so bezeichnen, dass es sich lohnt, Symptomatologien zu entwickeln, also Symptomenlehren zu entwickeln. Und für diese Symptomenlehre sind die unterschiedlichsten Filialen des, wenn man so will, denkerischen, geistigen Daseins zuständig. Dazu gehört die Literatur, ich habe Musil erwähnt, genauso wie bestimmte Wissenschaften, also man könnte die Soziologie nennen, die Ökonomie versagt meist in diesen Berichten, aber würde natürlich auch dazugehören. Und das würde auch bedeuten, dass man versucht, und spätestens da kommt vielleicht sowas wie der Intellektuelle ins Spiel, Beobachterstandorte zu wechseln. Also macht der Begriff des Intellektuellen irgendwo einen Sinn, dann, wenn man so will, als Essayist. Das heißt also jemand, der Perspektiven verändern kann, der keine Fachperspektive benötigt und sich in unterschiedlichste, wenn man so will, auch prekäre Beobachtersituationen stellen kann. Im glücklichsten Fall würde ich sowas beanspruchen, eine Beobachtung der gegenwärtigen Gesellschaft und Kultur unter den verschiedensten Perspektiven, um eine Symptomenlehre zu entwickeln, um womöglich auch daraus ablesen zu können, was gerade passiert oder passieren wird. Gut, leider Gottes sind wir jetzt schon über der Zeit. Ich nutze vielleicht noch Ihre gebannte Aufmerksamkeit für eine Ankündigung für den Sommer, weil wir jetzt am Ende dieser Lectures sind. Im Sommer haben wir als neues Thema Verfügbarkeit in unterschiedlichen Registern geplant, das heißt ökonomisch, was Kapital, Arbeitszeit, Arbeitskraft, Lieferketten angeht, räumlich Erreichbarkeit von Orten, ökologisch Ressourcen, imaginär zum Beispiel künstliche Welten oder auch in Sachen Intimität, Erotik, Sex, das heißt von Dating-Apps bis zur Prostitution. Dazu würde ich Sie natürlich gerne einladen. Ab März, wir sind noch nicht ganz mit der Planung fertig, aber das Thema zumindest steht schon. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass Josef Vogel wieder seine Ankündigung, diese Mosse Lectures mit einem fulminanten Schlussakkord beendet hat. Nochmal ganz großen Dank für ihn.